Moin YouTube, moin Twitch, moin ihr Landratten, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Sag mal Leute, ist euch eigentlich auch so warm? Es ist wirklich, man merkt, dass Frühling wird. Vor ein paar Tagen die 0 Grad, das war schon nicht meine Temperatur. Ich habe geschwitzt, wirklich ohne Ende. Und jetzt haben wir hier 3 bis 4 Grad. Dazu diesen warmen Sahara-Wind, der einem ins Gesicht weht und quasi den Schweiß auf die Stirn treibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Hamburg geht auf den Sommer zu. Schnurstracks drauf zu. Ja? Und ihr merkt das, deshalb, ich laufe hier halb nackt rum, also wirklich nur ein dünnes Leibchen an, dünn bekleidet und möchte mit euch diesen wunderbaren Sonnenuntergang genießen. Was gibt es Schöneres als einen Sonnenuntergang im Sommer im Hafen? Wir hatten das schon vor 2 Tagen und das Wetter hat sich gehalten. Die Temperaturen gehen Schritt für Schritt nach oben. Und heute habe ich mich für den Standort hier am Dockland entschieden, weil natürlich viele von euch ja auch gefragt haben, wann es endlich mal wieder nerviges Dauerquietschen gibt. Genau heute. Wir haben hier den schönen quietschenden Dalben, der also wirklich den ganzen Stream über fleißig vor sich hin quietschen wird. Außerdem haben wir die Hanseatic Spirit, die zu meiner Linken steht und ja, die dann hoffentlich um 18 Uhr rausgeht. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe, dass es euch ja, gut geht, ihr auch ein kühles Getränk habt, dass ihr ähnliche Temperaturen habt und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier im Hamburger Hafen mit einem kleinen Sundowner-Livestream. Da ist sie aus. Wie Tabletten genommen, Kai? Alles gut hier, alles bestens. Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch, also es muss warm sein. Bei so einem Licht geht es nicht anders, als dass es warm ist. Also ich bitte euch, ja. Und schaut mal bitte in diese Richtung. Das verspricht wieder mal ein sensationeller Sonnenuntergang zu werden. Ja, für WD40 war leider kein Platz. Tut mir leid, aber viele von euch haben sich das ja gewünscht. Also es gibt ja nicht nur den Wunsch, immer wieder Hörner im Stream zu hören, sondern es gibt auch immer wieder den Wunsch, Dauerquietschen im Hintergrund zu haben. Also insofern kommen wir diesem Wunsch natürlich unheimlich gerne nach. Mike ist da und eröffnet mit 2,49 Superchat in die Sparbüchse. Mike, ganz, ganz lieben Dank dafür. Wischi CC auf Twitch dabei im 6. Monat. Ich danke dir herzlich. Und die Hafenpüppi ist auch schon seit 19 Monaten dabei. Ja, und nachher habe ich auch noch eine Mission. Also nach dem Stream muss ich quasi noch eine Auslieferung machen. Dann werde ich mich auf die A7 begeben, hänge mich an den LKW von Rainer von Druckverlust, werde ihn auf der A7 abfangen und ja, werde dann versuchen, während der Fahrt ihm ein Objektiv zu übergeben. Mal gucken, ob das klappt. Ich denke, wenn wir so irgendwie uns auf 83 km/h einigen, ich neben ihn fahre und dann das Objektiv durch das Fenster werfe. Ich muss nur ein bisschen hochwerfen, das ist halt das Problem an der Geschichte. Der Dänemark-Fan meint, ich hätte einen Parker an. Dänemark-Fan, ich weiß nicht, was mit deinen Augen nicht stimmt, aber offensichtlich hat Vielmann noch unheimlich viel Verkaufspotenzial. Also, dass du jetzt schon einen Parker mit einem Badeanzug verwechselst, das, ja, das ist natürlich echt ein starkes Stück. Wie, ich soll dem Rainer das Objektiv vor den Kopf schmeißen? Nein, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ist doch ein lieber und netter Kerl. Ja, könnt ihr vielleicht nachher live bei Druckverlust sehen in seinem Stream.
müsste eigentlich zeitlich klappen. Besonders viel los ist leider nicht im Hafen, also schiffsmäßig, Schiffsbewegungen, die halten sich in Grenzen, außer der Hanseatic Spirit, die wir hier in Altona liegen haben. Ich hoffe ja, dass sie sich mit einem ordentlichen Horn verabschiedet. Ich meine, die Hanseatic-Schiffe hätten wirklich ein schönes Horn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier stehe ich natürlich direkt davor, so dass hoffentlich wir quasi direkt angepustet werden. Boah, guck mal, wie dicht wir davor stehen. Also ich kann hier wirklich, ja, ich kann nachher auf der Brücke gucken, welche Augenfarbe der Kapitän hat. Das Guide von hier. Kai CGN, unser Kölner Kai. Danke dir für 17 Monate schon auf unserem Kanal. Und er schreibt 17 Monate Hafen Hamburg Geschichte und Geschichten mit dem Hamburg Hafen Live Dream Team. Einfach nur schön. Danke und auf weitere Monate. Vielen, vielen Dank, Kai, dass du schon so lange dabei bist und uns schon so lange unterstützt. Also was ich nicht verstehen kann, ist, dass bei diesen Temperaturen und diesem schönen warmen Wind nicht mehr Leute oben an Deck sind. Ja, also das ist irgendwie komisch. Dieses Wetter, das muss man meiner Meinung nach ausnutzen. Da kann man nicht drinnen hocken, aber Kreuzfahrtklientel ist mitunter ein bisschen komisch. André fragt für 2 Euro Superchat, was ich heute geraucht habe. Nix, alles gut, alles bestens. Detlef fragt, ob Tanja mir Haschkekse gebacken hat. Da könnte ich ja dann tatsächlich mal die Geschichte, meine Drogenerfahrung erzählen. Paddy hatte 2 Drogenerfahrungen in seinem Leben und beide waren so prägend, dass ich daraufhin eigentlich nie irgendwelchen Drogen verfallen bin. Ich war 1995 in den USA, ich habe da studiert. In Nordkalifornien, Arcata, bei Eureka an der Humboldt State University. Und wer sich da so ein bisschen auskennt in diesem Gebiet, der weiß, ja, also da riecht man auf jeden Fall schon von Weitem den Pott, wenn man sich der Stadt nähert. Auf jeden Fall da studiert, tolle Leute und irgendwann waren wir bei John abends auf einer Party. Paddy völlig ahnungslos, junger Bengel. Bei John auf einer Studentenparty und da steht da ein riesen Tablett Brownies auf dem Tisch. Ja, die Fachleute unter euch, die werden sich bei dem Wort Brownies schon denken, was jetzt kommt. Auf jeden Fall, ich war völlig ahnungslos. Also ich kannte sowas wie Hash Brownies nicht. Vor allem kannte ich es nicht, dass sowas öffentlich auf einem Tisch steht, wo man sich dann einfach bedienen kann. Gefräßig wie ich bin, habe ich mir natürlich dann erstmal einen reingezogen von diesen leckeren Hash-Brownies. Und die waren lecker, Leute, sage ich euch. So richtig schöne Schokoladen-Brownies. Herzherrlich waren die. Lecker, lecker, lecker. Ja, verfressen wie ich bin, habe ich nicht nur einen gegessen, sondern 3 Stück davon. Und ja, nach diesen 3 Brownies fing der Paddy irgendwann an, immer lustiger zu werden und immer gesprächiger. Vorher war ich noch eher zurückhaltend mit der Sprache. Das ging so, aber ich war natürlich im Englisch überhaupt nicht so fit, dass ich auf einer Party mal eben mit so ein bisschen Smalltalk mithalten konnte. Also eher zurückhaltend. Aber ich sag euch, das ging wirklich von Minute zu Minute, wurde die Zunge immer lockerer und Paddy wurde wirklich da zum Partylöwen. Und irgendwann fragte John, hey Patrick, wie viel ich denn eigentlich davon gegessen hätte von den Brownies. Und ich sagte, ja, also ich glaube, es waren so 3 Stück. Und dann drehte er sich um zu seinen Kumpels. Und die lachen sich also komplett scheckig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, hinterher habe ich erfahren, um gut drauf zu sein, teilt man sich einen so einen Brownie zu zweit. Zumindest bei der Dosis. Das Ganze ist dann so geendet, dass es Fotos gibt, auf denen
wirklich mein Gesicht grün war. Und nachdem ich also wirklich am Anfang echt gut drauf war, ist das Ganze umgeschlagen in nicht mehr so gut drauf. Ja, und ich habe dann also wirklich die ganze Nacht am Eimer verbracht. Aber was ich bestätigen kann auf jeden Fall, man bekommt von Hash Brownies keinen dicken Kopf. Ja. Also das war glücklicherweise dann nicht so schlimm. Lefmanu ist da und schickt 10 Euro per PayPal. Dankeschön. Mal eine Heißgetränkespende gönnen. Danke für eure schöne Mega-Unterhaltung. Das ist ganz lieb. Ich würde das Ganze aber umwandeln in einen schönen, kalten Sommerdrink, weil es ist so warm hier. Also mit Tee, Glühwein, Kaffee kannst du mich im Moment jagen. Ich werde auch gleich wahrscheinlich noch ein bisschen was ausziehen. Fail Junkie 95, danke dir für 15 Monate bei uns auf dem Kanal. Ja, Nilsi, die Party blieb tatsächlich in bleibender Erinnerung. Und das war also ich sag mal, wenn ich vielleicht nur einen oder einen halben davon gegessen hätte, hätte ich das wahrscheinlich so toll gefunden, dass ich es nochmal gemacht habe. Aber wenn man gleich mit einer Überdosis anfängt, ich war auf jeden Fall geheilt von der Geschichte. Habe seitdem nie wieder Drogen angepackt. 2,49 von Mike, ganz, ganz lieben Dank. Und er fragt, ob die Fischstäbchen in Ordnung waren. Fischstäbchen waren super heute. Die sind super. Und das Gute ist, in Fischstäbchen ist auch meistens kein Hasch drin. Danke für 2 Euro von Anja und der ganzen Bande in Wasserburg. 5 Euro Superchat kommen auch nochmal vom Kai für den neongelben Borat-Badeanzug. Ja, ich habe ihn doch an. Also ich meine, wer richtig hingeguckt hat, hat ihn gesehen. Was soll ich denn noch machen für eure Erheiterung? Ich stehe hier bei tropischen Temperaturen im Borat-Kostüm und streame für euch. Danke für 7 Monate an Schetheit. Und auch danke an die Hamburger Hafendären, die jetzt mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei ist. Typhon, einmal Ohr zu halten. Hey Arthur, schön, dass du auch da bist. Und ganz liebe Dank für 15 Monate. Ach, guck mal, da sind endlich ein paar Sonnenanbeter oben an Deck. Denen ist das nicht zu warm. Ja, die anderen sitzen alle unten klimatisiert. Kann ich auch verstehen. Die Temperaturen, also gerade dieser Sahara-Wind aus dem Osten, das ist ein ganz spezieller. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Aber die haben sich einmal an Deck gewagt. Aber man sieht auch, sie haben Sonnenschutz angezogen. Bei den Temperaturen und der Sonnenanstrahlung ist es auch absolut ratsam, mit Kapuze rumzulaufen, denn das dauert nicht lange und man ist komplett verbrannt. Und ich hoffe, dass ich euch heute wieder so einen spektakulären Sonnenuntergang zeigen kann, wie schon vor 2 Tagen. Morgen soll das Wetter leider dann wieder ein bisschen bescheidener werden. Tagsüber geht es erst noch so bis zum frühen Nachmittag und dann soll das irgendwann abbauen. Fuhlsbüttel meldet sich, der Sven mit 10 Euro. Danke dir, Sven. Und Andi, der Sattelschlepper, ist auch wieder dabei mit 5 Schweizer Franken für die Devisenkasse. Und ein Pina Colada. Ja, Pina Colada ist super. Aber mit viel Eis bitte. Viel Eis. Ich brauche auch jetzt endlich so eine elektrische Kühltasche, die ich mitnehmen kann für die Kiezmischen. Matze, danke dir für 19 Monate. Pünktlich zur Hitzewelle. Ja. Ja, André Richter. Du kennst ihn, ne? Den Sahara-Wind aus dem Osten. Das ist ein ganz, ganz fieser.
Ja, ihr merkt auch, wie dieser Sahara-Wind wieder mal an der Kamera zuppelt. Ich darf gar nicht zu weit reinzoomen. Das ist halt im Winter schöner. Mirko fragt, ob es morgen Vormittag einen Stream gibt. Kommen wohl 3 größere Schiffe. Mirko, erstmal wollen wir mal gucken, ob die wirklich kommen. Denn über Nacht ändert sich sowas ja immer mal ganz gerne. Und ja, ihr kennt doch die Antwort, oder? Schauen wir mal. Gucken wir einfach mal, was da passiert. Ob wir morgen einen Stream machen. Ja, ich glaube, der Sonnenuntergang wird richtig gut. Und heute nach dem Stream, da wollen wir euch dann auch das erste Mal auf unseren 24 Stunden Classic Stream leiten. Ich habe jetzt endlich es geschafft, mal einen ganzen Haufen von den älteren Streams aufzuarbeiten, durchzugucken. Und ja, habe die jetzt alle hochgeladen und dann gibt es demnächst quasi einen Dauerstream mit alten Hamburg Hafen Livestreams. In erster Linie, weil da halt ein paar Perlen bei sind, aber auch für alle, die sich vielleicht ein bisschen berieseln lassen wollen. Der ein oder andere, der vielleicht krank im Krankenhaus liegt oder so und sagt, Mensch, einfach so ein bisschen Hafenflair. Und das Ding läuft dann per Zufallsgenerator in einer Dauerschleife. Thorsten, danke dir für 13 Monate und moin, mein Lieber. Und danke für 100 Bits, gehen an Lacklecker. Dankeschön. Die Twitch-Community auch mittlerweile ein fester Bestandteil. Ist uns sehr ans Herz gewachsen. Ja, Hugo Lenz hat das Führerhaus hochgefahren und reitet jetzt wie Lucky Luke in den Sonnenuntergang. Ich kann gar nicht in die Sonne gucken, aber ich habe Lichtschutzfaktor 50 aufgelegt. Also ich denke, dass ich das schon ein paar Minuten aushalte. Also ich denke mal so eine halbe Stunde, bevor sich dann so langsam die Haut löst. Müsste eigentlich funktionieren. Nico hat die Frage, wo denn dieses Schiff, was da jetzt liegt, heute Abend hinfährt. Die Hanseatic Spirit. Ja, das ist eine gute Frage. Und die schmeiße ich auch gleich mal zu euch in die Community, denn ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, wo die Hanseatic Spirit aktuell hinfährt, auf welche Route sie geht. Ich kann euch sagen, wo dieses Schiff hinfährt, was hier gerade angelegt hat. Das sind die Hamburger Hafenkreuzfahrten von der Hadak. Die fahren halt ja, wie so eine Art Liniendienst den ganzen Tag von den Landungsbrücken in Richtung Finkenwerder, legen dann am Fischmarkt an, am Dockland, am Bubendei-Ufer. Und ja, wie ihr seht, auf dem Pooldeck ein paar Leute stehen da, genießen das Ganze. Aber auch hier natürlich genau das gleiche Spiel. Die Temperaturen erlauben es nicht, dass man die ganze Zeit draußen ist. Man würde sofort verbrennen. Danke für die Infos. Nach Bergen, Norwegen, fährt die Hanseatic Spirit. Dankeschön auch an Matze, 2 € für ein Helbing. Ja, Helbing on the Rocks. Helbing als Longdrink übrigens auch sehr, sehr lecker. Wir machen zwischendurch den
Pegelcheck. Gucken mal, wie viel Wasser in der Elbe ist. Auflaufendes Wasser, es ist Flut 1,27 Meter. Ja, die Flut zaubert eine ganz wundervolle Strömung in die Elbe. Diese Strömung bewegt hier den Anleger am Dockland und lässt dieses ja, wohlklingende Quietschen im Hintergrund ertönen. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle, die das nicht kennen, die vielleicht erst kurz auf dem Kanal sind, das hier ist die Pegelanzeige bei uns im Hamburger Hafen. Und also eine von mehreren. F bedeutet Flut, das heißt, das Wasser läuft auf. Wenn dann E steht, läuft das Wasser ab, dann haben wir Ebbe. Und dahinter seht ihr quasi den Pegel über dem mittleren Hochwasser. Das mittlere Hochwasser, das ist verzeichnet in Seekarten, da steht dann sowas drin wie 10 Meter und diesen Pegel muss man oben drauf packen. Das heißt, aktuell wäre an der Stelle ein Wasserstand von 11,28 Meter. Hans-Peter, das mit dem Dauerstream kommt nach diesem Stream hier. Wir wollen euch da dann einmal quasi zum Start so hinleiten. Tanja ist dann auch drüben und ab dann läuft der hoffentlich durch. Ich hatte den schon ein paar Tage im Testbetrieb, das war ganz gut. Und muss euch sagen, ich fand es auch ehrlich gesagt ganz amüsant. Da waren nämlich dann echt so ein paar alte Dinger dabei, die ich beim Testen gesehen habe, wo ich sagte, oh, schon cool, was wir alles bisher gemacht haben. Also da waren echt schon so ein paar Perlen dabei an Streams, die man dann vielleicht wiederfindet. Das verspricht auf jeden Fall ein sensationeller Sundowner zu werden, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass wir wieder einen schönen Sonnenball bekommen. Es sind ein paar Wolken da, die könnten eventuell verhindern, dass wir einen richtig schönen runden Sonnenball bekommen. Und vor allem haben wir da unten einen Sensorfleck. Eieieiei. Oh, Streamstopp, Abbruch, wir müssen abbrechen. Ein Sensorfleck. Hilfe, Hilfe. Es geht doch so nicht. Nein. Nein. Also wer den Sensor erfindet, der keinen Staub mehr anzieht, der soll in Reichtum ertrinken. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt gefixt kriege mit dem Sensorfleck. Ist auch sehr schlau übrigens, kleiner Pro-Tipp, bei Sahara-Wind aus dem Osten sollte man den Sensor reinigen. Das funktioniert ganz besonders gut. So, ist er weg. Also der eine ist weg, aber wahrscheinlich habe ich wieder einen neuen dazu geholt. Ja. So, was ist denn hier noch los? Mensch, Andi, der Sattelschlepper, nochmal 5 Schweizer Franken für die Kasse. Paddy, da hätte es schön romantisch mit Tanja auf der Loveboat-Fähre in den Sonnenuntergang fahren können. Ja, das hätte ich machen können. Aber Tanja ist halt auch so ein heller Typ und mit der Sonne ist das bei Tanja halt auch schwierig. Die muss sich halt so extrem schützen und die hat gesagt, nee, komm, bei solchen Bedingungen, diese Temperaturen, das ist ihr alles zu warm, es ist zu viel Sonne und darum ist sie zu Hause geblieben.
ansonsten natürlich immer wieder sehr, sehr gerne. Danke dir für die Unterstützung. Greetings from Portugal, from our friend Tony Roberts. Welcome to our stream. 15 Euros. Nilsi, 2 Euro Anzahlung für die Kreuzfahrt. Danke dir. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Habe heute noch mit Fabian geschrieben. Und ich glaube, das wird gut mit der Kreuzfahrt. Wer das nicht mitbekommen hat, im Juni werde ich meine allererste Kreuzfahrt machen. Mit AIDA Prima nach Norwegen. Prima oder war es Perla? Ist ja auch egal. Hauptsache AIDA. Und hoffe natürlich, dass wir eine ganze Menge streamen können. Bitte? Kommt da ein großes Schiff rein? Nee. Nie. Ach so. Nee, nur die Sonne geht unter. Ach so. Also ich glaube nicht, nee, was Großes kommt nicht. Ach so. Nur die Hanseatic geht nachher Ja. raus. So, jetzt wird es aber mal hier Zeit für ein Dankehorn. Farben sind aber schön, oder? Genau, am 12. Juni geht es los. Ahoi Sophie, du wünscht sich das Queen Mary 2 Horn. Jawohl. Und langsam geht das da hinten Richtung Sonnenuntergang. Problem ist nur, ich kann nichts erkennen. Aber das ist halt immer das Problem im Sommer. Deshalb streame ich auch lieber im Winter, wenn es schön grau ist. So eine gleichmäßige Wolkendecke, dann hat man halt kein Problem mit Spiegelungen und Blenden. Sven, ich danke dir vielmals. Er haut nochmal 20 Euro per PayPal raus. Mann, oh Mann, Sven, ganz lieben Dank. Jetzt ist der Kopf weg. Ach, einfach toll, diese Romantik. Minit schreibt, Nebel ist da auch toll. Ja, bei Nebel streame ich auch sehr gerne. Bei Nebel streame ich sehr, sehr gerne. Nebel hat halt den ganz, ganz großen Vorteil, dass
man deutlich weniger Bitrate braucht, moin, als bei normalen Bildern. Also diese einheitlich homogene weiß-graue Fläche, die ist einfach ideal geeignet, um Daten zu sparen. Welche Barkasse schummelt sich denn da hinten eigentlich durch den Hafen? Die Hansa 3 von Bülow. Ja, Andi sagt es auch, das Dalbenquietschen ist einfach herrlich. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Ihr seht, wie der Sahara-Wind das Wasser aufwühlt. Die Schiffe in der Brandung kämpfen. Lieber Waschbär, danke dir für 5 € Superchat. Und ein Dank geht auch erneut raus an den lieben Kai. Der haut nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Kai, ganz, ganz fettes Dankeschön. Bitte? Jetzt sehe ich mal live, was in Salzburg verfolgt. Aus Salzburg kommst du? Ja, Ah, super. Und jetzt auf Hamburg Besuch? ja, Ja, herrlich. Hast du dir ja ein super Wetter ausgesucht? ja. Na? Schön warm, also schöne Sonne, Ja, toller Sahara-Wind. Man Ja, kann also klar. wirklich im T-Shirt rumlaufen. Ich weiß nicht, Salzburg wahrscheinlich kalt jetzt, ne? auch ungefähr so. Ja. Kullerbürste, Dankeschön für 12 Monate. Also wer später dazugekommen ist und es einfach nicht glaubt, aber ihr seht es an meiner Kleidung, es ist wirklich Sommer in Hamburg. Ich glaube 3 oder 4 Grad plus. Es ist nicht meine Temperatur. Ich ziehe mich schon so an, dass ich vor der Sonne super geschützt bin. Der Sahara-Wind aus östlicher Richtung, der tut den Rest. Aber was macht man nicht alles für einen schönen Stream, einen schönen Sonnenuntergangsstream, wo dann am Ende auch noch die Hanseatic Spirit in den Sonnenuntergang schippert. Beatrix schreibt auch, sie liebt das Dalbenquietschen. Ja, und für alle, die sich diesen warmen Sahara-Wind nicht vorstellen können, ihr müsst einfach auf das Windrauschen im Mikrofon hören. Wenn ihr möchtet, kann ich auch mal den Windpuschel abnehmen. Dann wird das noch präsenter, das Ganze. Ja, komm, ich nehme mal den Windpuschel ab und lasse euch teilhaben an diesem herrlichen, aus Osten kommenden Sahara-Wind. Es ist doch ein Träumchen, Leute, oder?
Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass wir gleich noch einen schönen Sonnenball bekommen, wenn die Sonne noch ein bisschen weiter runter geht. Aber ein bisschen Wolke ist da hinten. Martina schreibt, Freiburg Kaiserstuhl, 6 Grad sogar. Boah, es ist ja 50% mehr Temperatur als in Hamburg. Dann bleibt man lieber drin. Heute könnt ihr wieder ein paar schöne Screenshots machen. Onkel Roman, guten Abend auch an dich. Ja, am Wochenende soll es zweistellig werden. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Hey Jörg, willkommen bei unserem Kanal. Danke für deine Mitgliedschaft. Oh, Christine meint, man könnte mich mit ein bisschen guten Willen auf der Webcam von der Hanseatic Spirit sehen. Ja, schaut doch mal nach. Das ist doch ein lustiges Suchspiel. Wahrscheinlich bin ich da super klein drauf, weil diese Webcams ja immer extrem weitwinklig sind. Genau, Trunksy Briefs, Grillen am Hafen. Hier 7,9 Grad in Waltrop. Oh Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, wie Peter und Sandra da gerade am Schwitzen sind. Na komm. Das Bild in 24-Stunden-Schleife auf eine DVD, ich wäre Millionär. Hat mal jemand mit Kaminfeuer gemacht. Den beneide ich auch um seine Geschäftsidee. Wann ist geplant, dass sie fährt? Bitte? Wann ist geplant, dass sie fährt? 18 Uhr. Oh, Wobei ich gestehen muss, ich habe nur die Abfahrtszeit vom Cruise Gate. Ich habe heute nicht beim Lotsen nachgefragt. nee. Aber das hat letztes Mal auch nicht funktioniert mit der AIDA Sol. Da steht die Hanseatic Spirit. Schönes kleines Expeditionskreuzfahrtschiff. Ab in den Norden. Ich glaube, das macht richtig Spaß da an Bord. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Fabian vom wie heißt es denn jetzt? Kreuzfahrt-Lounge? Verband. Verdammt, wie heißt denn jetzt nochmal das Reisebüro vom Fabian? Ah, Paddy. Auf jeden Fall war er mit der Hanseatic Spirit oder der Inspiration oben im Norden und ich habe ein paar Bilder gesehen und das sah echt richtig cool aus. Kreuzfahrtstudio, das Kreuzfahrtstudio ist es, genau. Jetzt habe ich es wieder. Fabian vom Kreuzfahrtstudio. Das ist er. Ja, genau, das Schiff fährt sogar unter deutscher Flagge und hat ein Hamburg-Wappen vorne am Bug. Deshalb ist es automatisch ein schönes Schiff. Aber guckt euch hier die Hamburgensier an. In diesem traumhaften Sonnenuntergang. Das Licht. Ja, da geht dann immer das Fotografenherz mit mir durch bei so einem Licht. Danke für 2 € Sahara-Zuschlag von Bausi Berlin.
Und Sven haut auch nochmal 15 € raus per PayPal. Ganz, ganz lieben Dank, Sven. Hans-Peter, ja, im Anschluss an diesen Stream. Nitro Express, warum verstehst du das mit der Lufthansa Technik-Werbung auf der Fähre nicht? Du meinst, weil Flugzeuge nicht aufs Wasser gehören? Naja, Lufthansa Technik ist halt ein Standort in Hamburg. Oder die haben hier einen Standort. Und viele Firmen nutzen halt diese Werbung in erster Linie, um für Personal zu werben, um auf sich aufmerksam zu machen. Also hier steht was mit Karriere drauf. Und zum Beispiel auch die Hapag-Lloyd-Fähre, da steht auch irgendwas mit Karriere drauf. Also die zielen nicht darauf ab, jetzt irgendwie auf Kundenfang oder so zu gehen. Das ist halt alles so ein bisschen Imagebildung. Ja, und versuchen halt irgendwie darüber nochmal den ein oder anderen für sich zu gewinnen. Jürgen, danke für 200 Bits. Warum ich keine Kreuzfahrt bei Hanseatic gebucht habe? Ja. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht geguckt, was es bei Hanseatic kostet. Ich meine aber, dass die grundsätzlich doch eine ganze Ecke teurer sind. Fabian und ich, wir hatten uns aber beraten und wir haben gesagt, eigentlich müssen wir mit AIDA fahren. Weil es so viele AIDA-Fans gibt. AIDA ist halt der größte Kreuzfahrtanbieter in Deutschland. Und auch wenn es vielleicht Kreuzfahrten gibt, die exklusiver, edler, schöner sind, dann ist AIDA doch halt das, wo wir auch sehr, sehr viele Fans hier auf dem Kanal haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn, dann würde ich auf jeden Fall mit AIDA eine Kreuzfahrt machen. Das passt irgendwie ganz gut zu uns. Onkel Roman fragt, ob da nicht mal ein kleines Flugzeug drauf war. Ja, denkt mal dran, wenn die zurückkommt. Vielleicht schaffe ich es dann mal daran zu denken, euch das kleine Flugzeug vorne am Bug zu zeigen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal diesen traumhaften Sonnenuntergang an. 2 € Superchat kommt von Glenn. Schönes Wetter, scharfes Bild, was will man mehr? Ja, danke dir. Ich finde auch, das ist ganz weit vorne. Claudia schreibt auch, das Flugzeug ist immer noch drauf. Ich glaube auch, dass das so angebracht ist, dass man das nicht mal eben klauen kann. So, er hat was von scharfem Bild geredet und in dem Moment möchte einmal der Autofokus euch zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn es unscharf ist. Der hat die Sonne ihn ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Tina möchte auch noch mal was wissen zu unserer Kreuzfahrt. Tina, ich mache mit Fabian vom Kreuzfahrtstudio im Juni eine Kreuzfahrt. Hanseatic Spirit wird angeheizt. Der Chief ist wach geworden. Die Idee ist entstanden, als der Fabian uns als Gast zugeschaltet war und er hat gesagt,
komm Paddy, wenn du noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hast, dann lass uns die doch zusammen machen. Ich habe ein paar Tage drüber nachgedacht und fand die Idee dann eigentlich ziemlich gut. Und dann haben wir uns was rausgesucht und am 12.06. geht es los mit AIDA Prima. Natürlich ab Hamburg in Richtung Norwegen durch die Fjorde. Also ich glaube, das ist eine richtig, richtig coole Kreuzfahrt. Ich möchte natürlich versuchen, viel zu streamen. Ja, und falls der ein oder andere von euch Bock hat, ihr könnt sogar noch mitfahren. Wobei ist es jetzt nicht so, dass wir da irgendwie eine betreute Gruppenreise oder so anbieten, aber vielleicht gibt es ja irgendjemand von euch, der sagt, hey, das ist cool, ich will das auch mal ausprobieren. Und fahr einfach mit, dann meldet euch beim Fabian. Da kommt die Acke. Die hatten wir letztens schon mal im Stream und ich war ganz überrascht. Die Acke ist eine echte Oma. War die nicht Baujahr, helft mir gerne, habe ich das richtig in Erinnerung, 1947 oder sowas? Auf jeden Fall hat die schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel. Oh Leute, guckt euch das an. So ein schönes Schiff und dann in diesem herrlichen Gegenlicht. An absolute dream. Baujahr 43, Christian, danke. Andreas hat es auch noch mal rausgesucht. Sei Möwe, scheiß drauf. Danke dir für 5,99. Ja, Tanja sagt schon wieder, ich muss ein Foto machen. Ist gar nicht so die schlechteste Idee. Dafür müsste man nur seine Fotokamera mal vorbereitet haben. Oh Gott, die ist noch komplett im Nachtmodus. Okay, irgendwas habe ich hinbekommen. Ich muss schon wieder. Du musst wieder los? Kann ich nicht warten heute. Ja, es ist auch wirklich so warm. Also sieh mal zu, dass du ein bisschen reinkommst, wo es klimatisiert ist. Ja, mag ich. Viel Spaß. Dir noch viel Spaß in wieder. Hamburg. Bestimmt. Tschüss. Tschüss. Oh, oh, ich muss zurückschwenken. Es ist einfach zu schön da hinten. Diese tollen Schiffe im Sonnenuntergang. Ja, Gigi ist auch da und stellt fest, spontane Hitzewelle in Hamburg. Ja, es ist wirklich nicht zum Aushalten. Ich habe mich aber gut geschützt. Haut komplett bedeckt, Lichtschutzfaktor 50.
So. Wie kriegen wir das jetzt stabil, das Bild? Verdammt. Ja, der Sahara-Wind zuppelt am Objektiv. Aber habt ihr schon einmal so einen schönen Kran gesehen? Also ich kann das durchaus verstehen, wenn jemand einen Kran heiraten möchte. Es gibt ja auch Menschen, die haben ein Flugzeug geheiratet. Warum nicht einen Kran heiraten? Und das ist genau der richtige Moment für den Heiratsantrag an den Kran. Oh, Lev Manu, ganz lieben Dank für den Hinweis. 19.000 Follower auf Twitch haben wir geknackt. Ein fettes Dankeschön einmal an die ganze Twitch-Gemeinde rüber. Ja, wir haben nicht so einen schön gezeichneten Sonnenball, wie wir das beim letzten Stream hatten, aber ich finde, das kann sich auch sehen lassen hier, oder? Oh, Gigi schreibt, die Dame hat sich aber von ihrer 737 wieder getrennt. Ja, dann ist wahrscheinlich jetzt eine Boeing wieder zu haben. Ich denke auf Tinder. Gibt es eigentlich ein Tinder für Geräte, Objekte? Ein Tinder für Kräne, Flugzeuge und Schiffe? Hier für alle Wallpaper-Fans gehen wir mal ein bisschen in die Totale. Also ich würde mich übrigens anbieten als Trauredner für den ersten von euch, der einen Kran heiratet. Sind Krane jetzt männlich oder weiblich, wäre jetzt die Frage. Oder sind sie vielleicht divers? Lev Manu, ganz lieben Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft, einen verschenkten Sub auf Twitch. Paddy redet sich um Kopf und Kragen, sagt Sandra. Ja, nee, ich würde das echt machen, also ohne Scheiß. Also wenn jemand ein Schiff heiratet und eine komplette Trauung organisiert, würde ich die Traurede halten und das Ganze auch noch live streamen. Aber Voraussetzung ist, dass ihr auch wirklich eine ordentliche, ein ordentliches Event auf die Beine stellt. Also Trauung muss halt wirklich dann vor Ort sein mit allen Beteiligten. Guck, Ulrich schreibt auch, beim LR 13000 könnte er schwach werden. Ulrich, absolut, der LR 13000, purer Sexappeal. Das Standesamt muss natürlich zum Kran hinkommen. Der Kran kommt nicht zum Standesamt, sondern das Standesamt zum Kran. Tanja und ich haben schließlich auch auf der Alster geheiratet, auf einem Alsterdampfer, und da kam das Standesamt auch zu uns.
Ja, mal gucken, ob ich euch heute wieder einen schönen Sonnenball zeigen kann. Dafür muss ich das Bild jetzt allerdings mal ganz heftig dunkel machen. Mal gucken, wie dunkel ich das überhaupt bekomme. So, jetzt erkennt man ein bisschen was. Wackelt leider durch den Sahara-Wind. Aber ich glaube, so ein paar Sonnenflecken kann man erkennen. Jetzt fehlt eigentlich nur der Beluga, der da durchfliegt. Gut, ein paar Vögel haben wir. Ein paar Vögel. Aber schön ist das doch, oder? Leute, ist Natur nicht toll? Natur ist der helle Wahnsinn. Mal kurz gucken, ich probiere mal den anderen Stabilisator-Modus aus. Gucken, ob wir das etwas ruhiger bekommen. Nee, ist einfach bei den Brennweiten, da ist Hopfen und Malz verloren mit der Stabilisierung. Herrlich, oder? So, wieder ein bisschen mehr mit rein. Und ups, meine Wüstenschutzhandschuhe wieder anziehen. Moin aus Bielefeld lese ich hier. Moin nach Ostwestfalen, Libby. Und der Kai schreibt, er hat sich jetzt endlich einen Eiswassereimer geholt. Ja, da sind wir wieder bei der Eistonnen-Challenge. Die gab es doch mal vor ein paar Jahren. Sebastian hat einen Beluga aus Chester entdeckt, ja, aber da kommt er von Norden rein. Wenn er von Norden reinkommt, oh, vielleicht sieht man ein bisschen was, aber das ist hier definitiv nicht der Beluga-Standort. Eisbucket Challenge, schreibt Ahoi Sophie, ist schon 11 Jahre her. War das nicht auch damals irgendein Fußballer? War das nicht Christoph Metzelder? Hat der damit angefangen oder hat der nur mitgemacht? Tja, Sahnedampf. Im ersten Moment dachte ich, es wäre ein Mini-Flugzeugträger. Also in der Tat, also ich denke, ein Helikopter könnte auf der Fähre landen. Da hinten kommt ein Lotsenboot. Vielleicht ist das für die Hanseatic Spirit. Aber ich ziehe die Kamera noch ein bisschen auf, denn so lange haben wir nichts mehr von dem Sonnenuntergang. Klingt so, als ob hier eine Sicherheitsübung läuft auf der Hanseatic Spirit. Siebenmal kurz, einmal lang.
Jo, der möchte zur Hanseatic Spirit. Der Sonnenuntergang liegt in den letzten Zügen. Und während die Lotsen die Hanseatic Spirit entern, geht auf der gegenüberliegenden Seite die Sonne im Hafen unter. Beluga könnte gut durchfliegen. Wo ist denn der Beluga jetzt? Ja, wäre natürlich cool, wenn der da durchfliegen würde, aber das passt überhaupt nicht. Ivo, die Hanseatic Spirit ist das ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Ja, also ich würde sagen, gehört schon zu den Kreuzfahrtschiffen, ist aber ein kleineres und darauf spezialisiert, Expeditionskreuzfahrten zu machen. Das heißt, die fahren dann halt auch teilweise in die Arktis, Antarktis. Und da brauchst du halt einfach kleinere Schiffe, weil du viele Gebiete gar nicht mit größeren Menschenmengen besuchen darfst. Und Hanseatic Spirit ist schon echt Luxus. Nils hat es eben geschrieben, das sind alles 5-Sterne-Schiffe von Hapag-Lloyd. Ich fürchte, da komme ich nicht am Türsteher vorbei, da ich den Dresscode nicht erfülle. Ja, das Empire Riverside wird gerade auf Twitch drüber philosophiert. Auch ein sehr, sehr schönes Hotel, vor allem mit der Bar oben, die 21 Up Bar. Was halt nicht ganz so schön ist an der Bar, die Scheiben sind halt extrem getönt. Also zum Fotografieren sehr, sehr schwierig da oben, aber zum abends da sitzen, richtig, richtig cool.
Ja, mehr Sonnenball gibt es wohl nicht, als ich euch eben gezeigt habe, aber ich finde das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ganz schwer, sich für einen Bildausschnitt zu entscheiden. Der gefällt mir ganz gut. Ja, Trixie, genau. Es reicht, ein majestätisches Gesicht zu machen. Die Frage ist nur, wie sieht ein majestätisches Gesicht aus? Ja, die Sonne geht langsam unter. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder hier dieses Flackern auf der Kamera. Ich werde wahnsinnig, obwohl ich dachte, ich hätte das gelöst. Wo kommt denn das verdammt nochmal her? Aber das Schöne ist, wenn die Sonne weg ist, dann kühlt es auch langsam ab und dann werden die Temperaturen auch erträglich. Wir warten auf jeden Fall noch, bis die Hanseatic Spirit ablegt. Das geben wir uns. Und ich habe das schon gesagt, nachher habe ich noch eine Mission. Ich muss dem Drucki-Rainer von Druckverlust, muss ich nachher ein Objektiv vorbeibringen. Und werde nach dem Stream irgendwann losfahren und versuchen, ihn auf der A7 abzufangen. Hey, Aquamundo und der Jonas hüpft rüber. 149 Raider. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, Jonas, ich weiß nicht, ob du auch solche krassen Temperaturen hast. Also ich habe heute bei dir nicht reingeguckt, aber ich schätze mal, du bist auch aufgrund der Hitze schon wieder im Unterhemd durch die Gegend gefahren. Hier in Hamburg haben wir tropische Temperaturen, also wir haben so 4 Grad den ganzen Tag. Also das ist wirklich... Oh, sag mal, kommt da hinten der Beluga? Oh, Leute! Flugzeugporno! Flugzeugporno! Guckt euch das mal an. Zwar nur ein kurzer Moment, aber... Oh Mann, warum muss denn das so wackeln? Ist das geil! Haben wir aber drauf, haben wir drauf, haben wir drauf! Jawohl! Sensationell! Sensationell! Ja, guck, Jonas schreibt auch, es ist viel zu warm. Er ist auch den ganzen Tag fährt er in einer Maureruniform mit seinem Feinripp-Unterhemd. Und es wird Zeit, dass es sich wieder etwas abkühlt. Ja, das war doch ein schönes Bild. Schade, dass das so gewackelt hat. Egal. Vielleicht kann ich das nachträglich stabilisieren. Da könnte man doch mal ein Reel draus machen. Ach, das schenke ich Thomas zum Geburtstag. Verpacke ich ihm dann. Mit einem roten Schleifchen. Danke für 5 Monate an Michael 1987 auf Twitch. Ja, Hanseatic Spirit. Ich denke mal, da eben die Übung war, werden die relativ pünktlich rausgehen. Ich sehe jetzt noch keinen Festmacher hier vorne. Wir bleiben noch einen kleinen Moment auf dem Sonnenuntergang. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch die Hanseatic Spirit an. Und wie ich Rainer kenne, Rainer fährt circa so 19 Uhr los. Vor 1945 wird der nicht im Elbtunnel sein. Ach, ist das schön. So ein lauschiger Sommerabend.
Annette Wasner, 2 Euro für Fischeis. Annette, ganz, ganz lieben Dank. Annette, und wo ich... So, da gerade... Was muss man gucken? Oh, jetzt... Höre ich was? Nee, sorry, war gerade etwas durcheinander. Gerade etwas durcheinander. So. Okay, wir genießen noch ein bisschen diesen tollen roten Himmel. So. Oh, vom Hessenblitz kommt 10 Euro Beluga-Prämie. Herzlichen Dank. Ah, Yannick schreibt, er wäre jetzt gerne vor Ort mit einem leckeren und warmen Cappuccino. Das ist auch wirklich schön, aber ich kann im Moment von Heißgetränken nur abraten. Es ist einfach zu warm dafür. Jürgen hat noch einen Tanker entdeckt, der gleich vorbeikommt. Ja, wenn er vorbeikommt, dann können wir ihn ja wahrscheinlich nicht übersehen. So, ich muss mal kurz was umbauen. Und schon mal den Filter abschrauben, sonst wird das gleich zu dunkel hier. Mit den großen Bakolyten. So. Dirk hat noch einen Beluga entdeckt, der gleich abhebt in Richtung Toulouse. Ja, vielleicht sehen wir was. Also muss mal gucken. Erstmal kommt da jetzt ein Tanker rein. So. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Der fährt da jetzt gleich ins Bild. Und Nilsi schickt 2 Euro für eine Kiezmische. Sven schließt sich an, schickt 10 Euro, auch für eine Kiezmische. Ach Mensch, ihr seid auch Brüder im Geiste, was die Kiezmische angeht. Danke euch allen für die tolle Unterstützung für unseren Kanal wieder einmal. Wo sind denn meine Hörner geblieben? Verdammte Hacke. Auch ein schönes Bild, oder? Das ist doch der Tanker, von dem ihr eben geredet habt. Malte ist auch da. Moin Malte.
Annette Wasner haut noch 2 Euro für eine Kiezmische für Tanja raus. Ja, Tanja sitzt zu Hause schön im Kühlen. Die muss hier nicht in der Sonne braten und brutzeln. DJ Dix, ganz lieben Dank für den 2. Monat mit deinem Prime Sub. Und ja, ein feuchtes Tuch auf der Stirn, das ist auf jeden Fall ratsam, um nicht Gefahr zu laufen, einen Hitzschlag zu bekommen. Markus, danke dir für 5 Euro und den wichtigen Hinweis, in der Wüste wird es nachts auch mal kalt, wenn es auch tagsüber heiß war. Immer wärmende Kleidung parat haben. Ja, ich werde auch gleich, wenn es dunkel wird, definitiv mir was überziehen. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass es ein bisschen abkühlt. Das war doch heute wirklich sehr, sehr grenzwertig. Sehr grenzwertig. Ja, wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt den Schwenk machen auf die Hanseatic Spirit. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Der Sonnenuntergang, der hat uns wirklich belohnt mit ganz, ganz tollem Licht. Und jetzt bekommen wir hoffentlich ganz tolles Licht hier bei der Hanseatic Spirit. Und ich hoffe, einen anständigen Abschiedsgruß. Ralf hat noch einen Bulka entdeckt. Ja, vielleicht fährt er uns ja gleich auch noch vor die Nase. Gangway ist auf jeden Fall nicht mehr dran. Auf der Brücke ist eine Scheibe anders. Mensch, auf was ihr alles achtet. Andreas, ganz lieben Dank für 5 Euro Superchat. Und er sagt, die ersten Marker sind geschmolzen. Er macht einfach neue. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und Jürgen, danke für 200 Bits für den nächsten Stream beim Basteln mit Ben. Ja, gucken wir mal, wann es da weitergeht. Sieht aber so aus, als ob die sich da so langsam bereit machen. Ja, was ist denn passiert mit dem Fenster? Also es kann natürlich sein, dass das einfach kaputt gegangen ist und dass sie das erstmal
notdürftig geflickt haben. Oder es ist von innen einfach nur der Sonnenschutz, der irgendwie kaputt ist und runterhängt. Ja, das sah in der Tat so aus, als ob die Sonnenschutzfolie irgendwie nicht mehr hoch möchte. Tony Roberts, one gifted membership. Thanks a lot, Tony, and greetings to Warsugal. JTS, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Die Leinen fallen. Es geht los, liebe Leute. Die Festmacher sind da. Mensch, deutsche Reederei. Pünktlichkeit. Und 50 € von Sven für einen Snack am Abend. Mensch, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wahnsinn. Also eure Unterstützung ist echt Wahnsinn. Danke, danke, danke. Danke für 6 Monate, Melkon auf Twitch. So sieht das bei mir aus, wenn ich Spaghetti esse. Buddelke S, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Hans-Peter, gedulde dich doch mal. Hans-Peter, ganz, ganz ruhig. Ein bisschen zurücklehnen und dann kommt das mit dem Dauerstream. Der wird gestartet nach diesem hier. Also, Hans-Peter, gedulde dich, du musst nicht mehr fragen. Oh, ich sehe gerade, die Annette ist da. Annette, moin und ein herzliches Dankeschön für die Geschenke von der Amazon-Wunschliste. Kann ich im Moment allerdings nicht gebrauchen. Sie hat Sohlenwärme, Einlegesohlen zum Wärmen uns gekauft. Aber momentan haben wir einfach so tropische Temperaturen in Hamburg, ja, dass ich irgendwie Kühlpads brauche. Ich laufe hier schon im Borat-Kostüm rum. Annette, ganz, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Und ich weiß nicht, ob er da ist. Auch der Dieter Schuster, den kenne ich auch schon lange, ist aber auch nicht so oft im Chat unterwegs. Dieter, falls du da bist, auch an dich ein fettes Dankeschön für die Kabelklemme und den Powerbank-Halter von der Wunschliste.
Die wollen aber auch wirklich absolut pünktlich raus. Oh, Fuzzy Barnes hat noch einen absoluten Pro-Tipp. Die Einlegesohlen einfach umdrehen. Ja, das ist richtig. Also wenn ihr so Wärmesohlen habt, die gibt es zum Beispiel hier von Heat Company. Die sind richtig, richtig klasse. Wenn man die einfach umdreht, dann werden sie zu Kühlsohlen. Eine Wahnsinnserfindung. Danke für diesen Pro-Tipp. Braucht jeder Streamer. Zaubersohlen. Doch, Annette, die Realität ist, dass wir gerade einen guten Verbrauch an den Sohlen haben. Schiff ist los und wir treiben auch schon langsam zur Seite. Oh, aber guckt mal die Spiegelung oben in den Fenstern. Ach Mist, das ist gar keine Spiegelung, das ist die Beleuchtung. Ich dachte, das wäre der Sonnenuntergang, das ist die Beleuchtung. Oh Gott. Egal, es sieht aus wie die Spiegelung des Sonnenuntergangs und zeitlich passt es auch. Guido, ganz, ganz lieben Dank. 10,99 Superchat für Ben für eine Losteria-Pizza. Leite ich weiter. Leite ich weiter. Herzlichen Dank. Ja, wenn gleich noch sich ein Kran ins Bild dreht und irgendwas vorne auf die Back ablädt, dann packe ich ein. Das war mit der AIDA Soul ja wirklich, naja. Aber wir haben es ja durchgestanden. Wir haben es durchgestanden. Malte, das ist die Hanseatic Spirit. Steht aber auch drauf. Dieter, ganz, ganz lieben Dank. 21 Monate auf der Reeperbahn. Herzlichen Dank. Ich sehe, du bist ja, ich glaube, du warst das auch mit den Amazon-Gutscheinen, oder? Ich hoffe, ich schmeiße da jetzt nicht zwei durcheinander. Und Jürgen haut 2 Euro raus für mehr Seemannsgarn. Ich versuch's. Danke dir. Aber jetzt genießen wir erstmal die Bilder. Das geht nämlich leider sehr schnell vorbei hier mit der Hanseatic Spirit. Junge. Also die kann aber auch was, die Hanseatic Spirit. Mann, das ist ja fast Niveau von der AIDA Soul. Ja, die kleinen, unscheinbaren. Das war schon immer so. Die kleinen sind am lautesten. Das ist bei Hunden auch. Kleiner Kleffer, die Hanseatic Spirit. Eine gute Reise. Also habe ich echt im Bauch gemerkt, also im Magen, wirklich. Also das kam richtig mit Druck rüber.
Sehr, sehr schönes Horn. Darf wiederkommen. Schönes Logo, auch Hapag-Lloyd Cruises, muss man sagen. Und sie fährt nach Bergen. Ach, auch schön mit der blauen Stunde. Es grenzt wieder an einen perfekten Stream heute. Nur schade, dass es so warm war. Aber jetzt ist besser. Langsam kühlt es sich ab. Guck, langsam trauen sich auch die Gäste raus, jetzt wo es sich abkühlt. Haben aber alle noch die Sonnenschutzkleidung an. Im Hintergrund kommt der Bulka rein, den ihr eben gemeldet habt. Och Leute, guckt euch das an mit dem Himmel. Ach, sowas gibt es nur in Hamburg. Nur in Hamburg. Was für ein Träumchen. Ja, Andi schreibt, sowas haben die Ölmultis als Privatjacht. Das ist, glaube ich, in der Tat so. Danke für 6 Monate auf Twitch an Stegi Hamburg. Auf so einem Schiff hat man wahrscheinlich sogar die Chance, fast jeden Gast kennenzulernen. Jörg meint, das Ziel wäre Polarlichtreise nach Norwegen. Das klingt definitiv spannend.
Also Leute, wenn das nicht Kitsch pur ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, und jetzt noch diese Schlepperromantik hier. Also wenn wir schon beim Heiraten von irgendwelchen Objekten sind, wie nennt man das eigentlich? Objektphologie oder so ähnlich, Objekttheologie. Irgendwie so, gibt es einen Begriff für. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht schon mit Tanja verheiratet wäre, dann der Kandidat, der einen Schlepper heiratet. Oh, guckt euch das an. Schön hier. Die Spirit und der Schlevi. Objektophilie. Genau. Genau. Leute, nochmal der zarte Hinweis von mir, dass der Kaffee nächsten Monat teurer wird. Beluga startet. Okay, ich gucke mal, ob ich irgendwas da hinten auf die Reihe bekomme, ob ich irgendwo was sehe. Oh verdammt, wo ist der Knopf mit dem Autofokus? Da, das Ding war's. Ich nix Beluga. Oder ist er schon weg? Oh, Sebastian schreibt, der startete, ist schon weg. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich alles wieder viel zu spät gelesen. So. Ich glaube, ich muss mir mal irgendwann so einen Knopf im Ohr zulegen, wo mir dann immer irgendeiner was zuflüstern kann. Das ist aber auch ein schönes Bild. André, nee, erst nächsten Monat machen wir den teurer, den Kaffee. Ganz, ganz toller Sonnenuntergang. Honda ist da und schreibt Moin, Mensch, Mario, mein Lieber. Bisschen spät, bisschen spät. Wir sind doch schon fast durch hier mit allem.
Kaki haut nochmal 5 € Superchat raus. Schreibt, und ich muss auf Fuerteventura frieren. Sehr steife Brise hier. Zum Glück kann ich mich bei dem Stream aufwärmen. Ja, liebe Grüße, aber das Wetter spielt verrückt. Es ist wirklich tropisch hier. Ihr seht es an meiner Kleidung. Ist alles nur zum Sonnenschutz, was ich hier anhabe. Temperaturmäßig ist es wirklich so warm. Wir haben Sahara-Wind aus dem Osten kommt. Ich habe das vorhin schon gesagt. Aber man muss sich halt wirklich sehr, sehr gut schützen. War doch ein schöner Sonnenuntergang. Nicht zu viel versprochen. Wirklich richtig, richtig schön. Jetzt gleich nach diesem Stream leiten wir euch weiter zu unserem neuen, es ist ein Dauerstream, der läuft rund um die Uhr mit quasi Griffen ins Archiv. Ich habe ganz, ganz viele alte Aufzeichnungen hochgeladen auf den Server. Wir werden einen Stream machen, der quasi rund um die Uhr läuft für alle, die sich halt gerne vielleicht ein bisschen berieseln lassen wollen. Hin und wieder gibt es ja Leute, die können nicht schlafen oder liegen im Krankenhaus oder im Bett oder wollen auch vielleicht einfach mal ein bisschen gucken, was ihnen da so vorgeschlagen wird. Also ich persönlich hatte schon Spaß daran, diese ganzen alten Streams nochmal aufzubereiten. Da habe ich dann doch ein paar Sachen gefunden, wo ich sagte, boah, ey, Wahnsinn, cool, was wir da schon gemacht haben und erlebt haben. Also insofern, ist halt im Prinzip einfach, um nochmal die alten Streams so ein bisschen aufleben zu lassen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr diesen wunderschönen, tollen Sonnenuntergang genossen habt. Vielen Dank. Ich muss noch mal gerade gucken. Vielen Dank, dass ihr im Chat auch wieder so aktiv wart. Danke für eure Unterstützung, für die ganzen Spenden auch wieder, für die Mitgliedschaften, verschenkte und abgeschlossene, aber auch die Twitchies drüben mit den Bits und Subs. Ich werde jetzt gleich irgendwann, ich habe noch Zeit, ehrlich gesagt. Ne? Rainer, der fährt ja erst um 19 Uhr oder so los. Ich habe noch richtig, richtig Zeit. Auf jeden Fall werde ich irgendwann versuchen, den Rainer auf der A7 abzufangen. Rainer von Druckverlust, wer ihn nicht kennt. Der streamt nur auf Twitch, nicht auf YouTube. Und ich muss ihm Objektiv übergeben, aber das hat auf jeden Fall noch jede Menge Zeit. Also ich denke, vor 20 Uhr werde ich den nicht erwischen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, dann einmal bei ihm reinzuschauen oder so. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage dann mal einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.